Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe der Karlsruher Bahnnachrichten. Es geht heute um die Neu- und Ausbaustrecke Karlsruhe-Basel, speziell um den Bauabschnitt 1.1 von der Abzweigung Baßheide bis zum Tunnelportal des Rastatter Tunnels in Oetigheim. Wir befinden uns hier auf der Bundesstraße 36 zwischen Karlsruhe und Rastatt in südlicher Fahrtrichtung. Unser Startpunkt war zwischen Rheinstetten-Mörsch und Durmersheim. Wir unterquerten zunächst die bestehende Strecke von Karlsruhe über Durmersheim nach Rastatt und fahren nun auf der 2006 neu eröffneten Ortsumgehung, die parallel zur zukünftigen Schnellfahrtrasse läuft, in Richtung Rastatt. Als in den Jahren 2004 bis 2006 die Bundesstraße 36 hier als Ortsumgehung von Durmersheim, Bietigheim und Oetigheim neu trassiert und gebaut wurde, wurde die Bahntrasse parallel dazu gleich eingeplant. Man sieht dies schön an den Brücken, die schon damals die heutige Spannweite erhielten. Als ich vor einigen Monaten las, dass die Arbeiten in diesem Bauabschnitt beginnen, rechnete ich eigentlich damit, bei dieser Fahrt Baumaschinen und Arbeiter anzutreffen. Aber Pustekuchen! Immerhin wurde die Trasse von dem, was die Natur sich in den letzten 12 Jahren so zurückgeholt hat, wieder befreit. Zudem las ich in den letzten Tagen eine Meldung, dass die Gleis- und Oberleitungsarbeiten für diesen Abschnitt gerade vergeben werden und im Sommer 2018 beginnen sollen. Da ja der Rastatter Tunnel sowieso erst Ende des Jahres 2024 eröffnet werden soll, bleiben dann ja immer noch mehr als 5 Jahre Zeit, um diese paar Kilometer Strecke zu bauen. Meinen letzten Informationen zufolge soll die Höchstgeschwindigkeit in diesem Streckenabschnitt bei 250 km/h liegen. Nördlich des Abzweigs Baßheide in Richtung Karlsruhe, also im Bauabschnitt 1.0, soll die Streckenhöchstgeschwindigkeit dann 200 km/h betragen. Um dies zu erreichen, muss aber erst noch ein Bahnübergang der Landesstraße 566 zwischen Ettlingen und Mörsch beseitigt werden. Ansonsten bliebe nur die Rückstufung auf 160 km/h. Und ja, falls ihr euch fragt, was das weiße Zeug da vorne an meiner Scheibe ist, das ist wirklich Schnee. Und diese Aufnahmen entstanden am 20. März, also am Frühlingsanfang. Das mal als kleinen Hinweis an den Wettergott. Hier geht es jetzt noch einige Kilometer geradeaus weiter, weshalb ich das Ganze ein wenig beschleunige. Wir befinden uns nun auf Höhe der Ortschaft Oetigheim. Hier beginnt das Trogbauwerk und es soll außerdem noch ein Ausweichgleis für die Züge in nördlicher Fahrtrichtung gebaut werden. Hier schön zu sehen der Portalkran, der unter anderem die links gelagerten Tübinge auf die Materialzüge in die Tunnelbaustelle verlädt. Ein paar hundert Meter weiter vereinigen sich die Bundesstraßen 36 und 3 und kurz darauf kommt die Abzweigung in Richtung der Bundesautobahn 5. Dummerweise wusste ich nicht, dass hier gerade eine größere Straßensanierung stattfindet.
was leider auch den Rest des Videos ein wenig beeinflusst. Unglücklicherweise laufen die Umleitungsstrecken genau über die Brücke, auf die ich mich zum Filmen stellen wollte. Da diese Brücke auch noch relativ schmal ist, erschien es mir doch zu riskant, mich dort zum Filmen zu positionieren. Daher nur Bilder aus dem fahrenden Fahrzeug. Hier nun schön zu sehen die noch nicht verwendeten Tübinge, die für den Tunnelausbau benötigt werden. Im Hintergrund zu erkennen die Separationsanlagen. In diesen wird der Tunnelaushub nach den verschiedenen Materialsorten sortiert. Hier noch der Bereich mit Werkstätten und Trafostation zur Stromversorgung. Wie sollte es auch anders sein? Wichtig zum Bau einer Eisenbahn ist der LKW. Dass der Kollege LKW-Fahrer auch weiß, wo er hin muss, stehen hier extra Schilder. Hier nun der Blick von der Brücke der Kreisstraße 3717 zwischen Oedichheim und Muggensturm. Man sieht den Portalkran und in der Ferne die Tunnelportale des Rastatter Tunnels. Dieselbe Stelle mit Blick Richtung Norden, man sieht Materiallagerflächen und Büros. Springen wir ganz an den Norden dieses Bauabschnittes. Wir sind hier am Bahnübergang der Landesstraße 566 zwischen Ettlingen und Mörsch. Man sieht hier, dass die Baustelle schon langsam eingerichtet wird. Im Hintergrund sind die ersten neuen Masten erkennbar. Dieselbe Stelle in Richtung Norden, also Richtung Karlsruhe gefilmt. Dies ist der Bahnübergang, der noch beseitigt werden muss. Das im Hintergrund erkennbare Spiegelei ist im Übrigen das mechanische Einfahrvorsignal des Bahnhofs Forchheim. Ein paar hundert Meter weiter südlich, wir sind hier jetzt schon im Bereich der Abzweigung Bassheide. Man sieht dies auch schön daran, dass die Oberleitungsmasten in diesem Bereich schon komplett erneuert sind. Direkt unter der Brücke, auf der ich stehe, wird dann die Ausfädelungsweiche in Richtung Durmersheim zur momentanen Bestandsstrecke liegen. Dieselbe Stelle mit Blick Richtung Süden. Man sieht hier schon schön, wie in Zukunft die Gleislage sein wird. Etwa in Höhe des rechts erkennbaren Schalthauses stand früher wirklich die Blockstelle Bassheide. Sie hatte, wenn ich mich recht entsinne, die Nummer 63. Hier war man Herr über 2 Blocksignale, eins Richtung Süden, eins Richtung Norden und 3 Bahnübergänge, davon 2 mit Anrufschranken. Als Gesamtresümee kann ich sagen, ja, die Arbeiten laufen. Und das trotz leichtem Schneefall. Wenn man sich allerdings die Brisanz und Wichtigkeit dieser Strecke vor Augen hält und die ewigen, gebetsmühlenhaft wiederholten Aussagen, dass doch bitteschön mehr Güter auf die Bahn sollen,
würde ich mir etwas mehr Hochdruck manchmal durchaus wünschen. Nun bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, mein kurzer Bericht hat gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben sowie ein Abo sehr freuen. Bis zu der nächsten Ausgabe der Karlsruher Bahnnachrichten. Ihr, euer Wolfgang B.